der Universität Würzburg geht Vernetzung über die eigene Fachdisziplin hinaus, durchbricht Instituts- und Fakultätsgrenzen und ist Grundlage für exzellente Forschung und Lehre. Rund 500 Professorinnen und Professoren schaffen gemeinsam Wissenschaft für die Gesellschaft. Die Vielfalt ihrer Perspektiven und Blickwinkel auf gesellschaftliche Fragen ist unsere Stärke. Netzwerk ist einfach eine Menge an Knoten und eine Menge an Kanten. Wir benutzen Netzwerke, um ganz unterschiedliche Dinge zu modellieren, zum Beispiel zeitliche und räumliche Zusammenhänge. Es gibt Netzwerke, die Beziehungen darstellen, die Unverträglichkeiten darstellen. Und neuronale Netzwerke dürfen natürlich aus der Informatik nicht fehlen. Das Tolle an dieser Netzwerkmodellierung ist, dass man Methoden, die man für eine Art von Anwendung entwickelt hat, oft noch ganz woanders in anderen Anwendungen, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hatte, wiederfinden kann. Die Neurowissenschaften haben das Gehirn immer schon als ein Netzwerk verstanden. Heutzutage können wir in unserer Forschung einzelne Netzwerkelemente untersuchen, das heißt Nervenzellen und ihre Verbindungen untereinander und auch deren Aktivität ganz präzise zeitlich genau manipulieren. So gelingt es uns immer besser, die Grundlagen spezifischer Hirnfunktionen zu verstehen und auch deren potenziell krankhafte Veränderungen. Das Ziel ist es dabei, beizutragen zu der Entwicklung neuartiger systemischer Therapien im Bereich der Angst- und Bewegungsstörungen, aber auch bei neurodegenerativen Erkrankungen. In der neulateinischen Forschung beschäftigen wir uns seit einigen Jahren intensiv mit dem Humanisten Joachim Camerarius und gelehrten Netzwerken des 16. Jahrhunderts. Wir haben in unseren Projekten bisher mehrere tausend Dokumente der Zeit untersucht und digital erschlossen. Dadurch sehen wir, welche essentielle Bedeutung Vernetzungen in historischen Epochen besitzen. Ihnen basiert das Wirken des Philologen Camerarius, das beeindruckend war. Ob als Bildungsreformer und Universitätslehrer, als Mitgestalter des Protestantismus oder als Autor und Wissenskommunikator. In der experimentellen Teilchenphysik hat Vernetzung eine zentrale Bedeutung. Beim Atlas-Experiment arbeiten 3000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 40 Ländern gemeinsam an Fragen wie zum Beispiel, wie ist das Universum entstanden, was setzt die Welt im Innersten zusammen. Dabei hilft uns das Grid Computing, um die aufgenommenen Daten am CERN weltweit zu verteilen und zu analysieren. Mit Vernetzung assoziiere ich das Zusammenwachsen der Rechts- und Justizsysteme im Zuge der europäischen Integration. Also unser nationales Rechtssystem steht längst nicht mehr isoliert, sondern es ist eingebunden in ein internationales System von miteinander verknüpften, miteinander verschränkten Normierungsebenen. Und was mich persönlich dabei begeistert, sind die Möglichkeiten, die diese Vernetzung und das gegenseitige Vertrauen, das mit ihr einhergeht, eröffnen. In meinem Forschungsfeld betrifft das ganz konkret etwa die Anerkennung ausländischer Urteile und auch ausländischer Statusverhältnisse. Als Professor für Fundamentaltheologie denke ich beim Thema Vernetzung zuallererst an einen Teilbereich meines Forschungsgebietes, an die Lehre von der Kirche. Wir sprechen von der Kirche als dem pilgernden Gottesvolk oder als einer Gemeinschaft, einer Communio. Und wir bringen damit eine vielfältige Vernetzung der Kirchenmitglieder untereinander und der Kirche zur Welt zum Ausdruck. Und Fragen, die mich dabei bewegen, sind, wie kann eine solche Vernetzung nach innen gedacht werden, bei der wirklich alle Kleriker wie Laien zu ihrem Recht kommen? Und wie kann eine Verbindung der Kirche zur Welt gedacht werden, die eben nicht exklusiv, abgrenzend oder gar identitär ist, sondern die eine wirkliche Vernetzung mit den pluralen, vielschichtigen und bunten Lebenswirklichkeiten unserer Zeit ermöglicht? Mich begeistert in der Biologie ganz besonders das Zusammenspiel verschiedener Elemente in komplizierten Netzwerken, die fein austariert sind. Das können Gene und Proteine sein innerhalb einer Zelle. Das können aber auch Zellen oder Organe einer Pflanze oder eines Tieres sein, die dann als Einheit zusammen funktionieren. Und dann ist natürlich jedes Lebewesen ein winziges Element in einem Netzwerk von Abhängigkeiten. Es muss sich zum Beispiel ernähren und dient oft auch selbst als Nahrung. Es muss sich fortpflanzen. Und so sind Vernetzung und Verknüpfung natürlich zentrale Elemente des Lebens selbst.
Ich bin Wirtschaftsinformatiker und an dieser Schnittstelle ist Technologie, Vernetzung in der Technologie natürlich per se ein ganz wichtiges Thema, aber eben auch gesellschaftswissenschaftlich. Wir machen zum Beispiel mit der Psychologie ein Projekt im Bereich der Hyperautomation, die Fragestellung, wie wir in den Firmen vermehrt Automatisierungstechnologie einsetzen können und was das für Auswirkungen auf die Organisation hat. Ich glaube, da ist die Schnittstellenforschung mit der Vernetzung ganz besonders wichtig. In unserem Fachbereich ist Vernetzung der Kontakt zu digitalen Gegenübern. Stell dir vor, wir sprechen mit ChatGPT, machen eine Diagnose mit Chatbots oder du spielst mit virtuellen Agenten ein Spiel. All das sind Beispiele für die dynamische Vernetzung zwischen uns und unseren digitalen PartnerInnen. Doch Digitalität schafft noch viel mehr Vernetzung. Wir können jeden Tag über digitale Tools miteinander kommunizieren und uns vernetzen, obwohl wir gar nicht am selben Ort sind. Wir können die virtuelle Welt und die physische Welt immer mehr miteinander verschränken, so dass ich selbst mit meinem digitalen Ich in Kontakt treten kann, nämlich mit diesem Avatar. In der Chemie legen wir die Grundlage für Anwendungen in vielen anderen Fachbereichen. Zum Beispiel stellen wir Nanogele her, die wir als Medikamententransporter in der Medizin nutzen. Das sind Nanonetzwerke aus vernetzten Polymerketten, mit denen Arzneistoffe viel besser durch den Körper an ihren Wirkort transportiert werden können. Dadurch rufen sie weniger Nebenwirkungen hervor als herkömmliche Medikamente. Vernetzte Polymerketten eignen sich für diesen Zweck viel besser als die einzelnen Ketten, weil sie von den Zielzellen deutlicher erkannt, aufgenommen und verarbeitet werden können.